Was geht dir durch den Kopf, wenn du an eine Reise nach Pakistan denkst? Ist es dort nicht sehr gefährlich? Gibt es dort nicht oft Attentate? Kann man dort überhaupt hinreisen? Trotz meinen offenen und vorurteilsfreien Weltansichten kamen mir diese Sätze als erstes in den Sinn. Aber was ist wirklich dran an diesen Sätzen? Stimmen sie oder sind es einfach nur Vorurteile? All das und vieles mehr möchte ich auf meiner Reise durch Pakistan erfahren und mit euch teilen. Und damit herzlich willkommen in Pakistan. Ich bin gerade in der größten Stadt, Karachi, mit fast 17 Millionen Einwohnern. Ich bin mit der Kultur, muss ich ganz ehrlich sagen, noch ein bisschen überfordert, weil ja, sowas habe ich einfach noch nie erlebt und es ist alles so anders. So, ich bin hier jetzt gerade auf den Straßen unterwegs von Pakistan und filme hier die Leute und die sind wirklich sehr aufgeschlossen und es kommen halt auch immer wirklich richtige Menschen herum. Genau, ich habe nichts verstanden, aber Shukriya, Shukriya. Und es geht weiter. Noch mehr Leute um mich herum, überall. Die sind alle richtig, richtig freundlich. Ich wurde jetzt gerade zum Tee eingeladen, hier auf offener Straße. And really, really nice people. Pakistan. Sorry? Pakistan, yeah. Yeah, okay. Pakistan good. Pakistan good. really good. Yeah. Shukriya. Thank you. Und jetzt trinke ich erstmal einen Tee. Yes. So, ihr habt wahrscheinlich alles schon gesehen und das war jetzt so mein erster Tag richtig auf den Straßen von Karachi. Sonst bin ich immer nur schnell einkaufen gegangen oder essen und wow, also richtig viele Eindrücke, richtig viele Leute um mich herum. Vor allem dann mit der Kamera, die ist ja auch nicht gerade klein und dann haben die sich total gefreut. Es standen teilweise 10, 15 Leute um mich herum. Ich wurde zum Tee trinken eingeladen, zum Chai trinken zweimal und also zweimal habe ich das akzeptiert und ich wurde noch viel öfter gefragt. Ich habe dann gesagt, nee, weil sonst wäre ich gar nicht mehr weitergekommen. Mir wurde ein Apfel geschenkt. Ich bin gespannt auf morgen, auf die nächsten Tage und ja, jetzt fühle ich mich auch langsam wohl, auch draußen unterwegs zu sein, auch mit der Kamera und sicher. Es stehen zwar so viele Leute um einen herum, aber es fühlt sich total sicher an und die sind total lieb, die Leute und ja, also was soll ich sagen, richtig schöner Tag und morgen werde ich mal eine Rundtour machen, ein paar Besichtigungen machen und an den Strand fahren und mir schöne Gebäude anschauen. Das dokumentiere ich dann natürlich auch wieder und dann sehen wir uns morgen. Alright. Mein Taxifahrer ist jetzt da. Das ist übrigens der Eingang, beziehungsweise es gibt da noch einen Aufzug, aber das ist das Treppenhaus zu dem Hotel. Ich bin mal gespannt, jetzt alles bei Tag zu sehen, weil das letzte Mal bin ich ja in der Nacht angekommen und da sieht natürlich alles nicht ganz so einladend aus wie am Tag. Also selbst hier einfach mit einem Taxi durchzufahren ist schon Abenteuer genug. So, das braucht eigentlich gar nicht so viel, man muss sich nur einmal durch die Stadt fahren lassen und der Verkehr hier ist echt krass. Also der Verkehr, teilweise sind hier die Esel auf den Straßen, auf den großen Straßen, so Spannwegen mit Eseln.
Boah, aber es macht richtig Spaß hier. Das ist echt schön. Bei den Sehenswürdigkeiten muss mein Rucksack und meine Kamera leider an der Kasse bleiben. Mit meinem Handy darf ich meistens aber trotzdem ein paar Fotos und Videos machen. Hier sieht man das Mazar-e-Qaid, die letzte Ruhestätte des Gründers von Pakistan. Pakistan wurde übrigens erst im Jahre 1947 gegründet. Davor gehörte das spätere pakistanische Territorium zu Britisch-Indien. Hier sieht man die Phare Hall, welche noch aus der britischen Kolonialzeit stammt. Sie sollte ursprünglich als Rathaus von Karachi dienen, wird heute aber als Ausstellungsraum und Bibliothek genutzt. Auf dem Weg zur Masjid-e-Toba, einer Moschee mit Platz für bis zu 5000 Personen, fahre ich durch eine Straße, wo ich froh bin, im Auto zu sitzen. Als ich an der Moschee ankomme, sind die Tore leider zu. Ich werde aber netterweise trotzdem hereingelassen. Aus Respekt gegenüber diesem heiligen Ort mache ich keine Fotos oder Videos. Hier sind ein paar aus dem Internet. Tja, jetzt geht's wieder weiter hier im Text. Eben bin ich noch durch eine Straße gefahren, wo Fleisch offen herumhing, Kühe im Plastikmüll standen und offensichtliche Armut herrschte. Und 10 Minuten weiter komme ich an der Dolmen Mall an, einer Shopping Mall mit internationalen Standards. Unter anderem sehe ich hier einen Rolex-Shop. So stark habe ich die Schere zwischen Arm und Reich noch nirgends sonst erlebt. So, mein Tag ist jetzt fast schon zu Ende und ich bin jetzt gerade noch am Strand hier unterwegs und hier sind echt extrem viele Leute und auch einige Kamele und die sind auch noch bunt beschmückt. Naja, das werde ich jetzt mal filmen und dann geht's wieder nach Hause, in Anführungsstrichen. Ich glaube, das ist da hinten irgendwo bei diesen Hochhäusern. Ich weiß es aber nicht so genau. Auf jeden Fall, wow, also wie viele Leute hier unterwegs sind und allgemein der Tag heute, was ich so erlebt habe, puh. Das ist echt viel, also richtig, richtig viel. Naja, mal schauen, was noch so kommt. Es ist mir jetzt zu viel los und so Buggy-Leute fragen die ganze Zeit, ob man damit fahren will und so. Also es scheint eher touristischer zu sein. Aber hier sind keine Touristen, also ich bin hier der Einzige. Auch schon den ganzen Tag habe ich nur eine weitere Person gesehen, die jetzt nicht aus Pakistan oder Umgebung kommt. Ja, nee, das ist nichts für mich. Und ich mache mich jetzt auf den Heimweg. Ich brauche jetzt Ruhe. Gerade zum Essen eingeladen. Das erste Mal klassisch traditionelles pakistanisches Essen. Das isst man mit der Hand. Puh. Das ist richtig, richtig scharf, aber das Essen ist richtig lecker. Also ich habe mich jetzt gerade das erste Mal übergeben. Hier in meiner ersten Woche. Ich wurde schon vorgewarnt, dass das wahrscheinlich passieren wird, aber es ist noch ein bisschen Eigenverschulden. Ich habe gefrühstückt und lange nichts gegessen und dann sehr fettiges, einheimisches Essen gegessen, was auch scharf war. Und dann hat die ganze Zeit 2-3 Stunden mein Magen richtig gekrummelt, mir war ein bisschen schlecht und jetzt ist es raus. Jetzt geht es mir auch schon besser. So mal als ganz kleines, kurzes Update-Video zu den nicht so schönen Seiten vielleicht, die auch passieren können. Naja, ich lege mich jetzt hin, gute Nacht und ja, wir sehen uns. Am nächsten Tag ging es mir dann zum Glück etwas besser und ich habe mich zumindest ein bisschen ausgeruht und heute geht es mir wieder nicht ganz so gut. Ich habe irgendwie auch ein bisschen Kopfschmerzen und mein Magen ist immer noch sensibel, aber ich wollte jetzt mal zum kleinen Wochenfazit kommen.
denn heute Abend geht es schon weiter. Wohin, erzähle ich gleich noch. Und naja, also als ich hier in Karachi am Flughafen ankam, da war ich wirklich bis auf eine weitere Person der einzige offensichtliche Tourist. Und da habe ich mich schon sehr, ja, vielleicht alleine gefühlt oder ein bisschen unwohl vielleicht auch. Ich weiß es gar nicht so genau. Ungewohnt halt einfach. Und hier in Karachi habe ich dann in meiner kompletten Woche auch bis auf eine weitere Person niemanden gesehen. Und heute sind 2 aus der Schweiz hier in das Hotel, wo ich auch bin, eingecheckt. Das war dann mal wieder ganz schön Deutsch zu reden. Aber trotzdem, dass hier nicht so viele Touristen oder fast gar keine sind, sind die Leute sehr, sehr herzlich. Und ich wurde schon etliche Male zum Tee eingeladen. Die Leute wollen mit mir Fotos machen, die wollen mit mir TikToks machen, die laden mich zum Essen ein, die schenken mir Essen und sind wirklich richtig gut zu mir. Und das ist wirklich schön. Trotzdem bin ich auch teilweise noch überfordert, weil ich so eine Offenheit Fremden gegenüber überhaupt nicht kenne aus Deutschland. Und bevor ich nach Pakistan gegangen bin, war meine größte Sorge, dass ich hier beklaut werde oder sogar überfallen werde. Und naja, jetzt nach dieser Woche kann ich sagen, dass ich mich schon viel, viel sicherer fühle durch die Menschen, die wirklich immer wieder sehr herzlich und hilfsbereit zu mir sind. Und deswegen ist die Sorge jetzt auf jeden Fall schon viel, viel weniger geworden. Klar, irgendwie so im Hinterkopf ist es immer noch da, so dieser Gedanke, okay, ich muss aufpassen, und aufpassen ist ja grundsätzlich auch nichts Schlechtes, aber trotzdem hoffe ich, dass diese Angst oder Sorge irgendwie auch bald dann verschwinden wird. Und naja, dann würde ich sagen, das war es jetzt schon mit dem Video. Im nächsten Video fahre ich mit dem Zug einmal quer durch Pakistan. Es wird also spannend, und falls ihr aktuelle Infos von mir sehen wollt, dann abonniert mich gerne auf Instagram. Da poste ich eigentlich fast täglich Stories, wo ich gerade so bin oder wie es da gerade so aussieht, oder auch mal einen Beitrag. Und da seht ihr halt eben, wo ich aktuell bin. Genau, das war's. Dann vielen, vielen Dank fürs Zuschauen auf jeden Fall. Freut euch aufs nächste Video und bis dahin.